Oh, das ist hier der Beginn des Kreuzganges. Das Interessante ist auch gleich ein klein bisschen Geologiepfad, weil die Steine sind alle verschiedene und auch beschriftet, was für ein Stein das ist. Wann haben Sie angefangen mit dem Park zu bauen? Ja, 1990 habe ich angefangen mit der Kapelle zum Bauen. Das ist ja ein Gelübde gewesen von mir, weil mein Sohn immer so schwer krank war. Und da habe ich dann ein Versprechen an Gott gemacht und habe gesagt, wenn der Bub wieder mal gesund werden sollte oder wo überhaupt nicht mehr ganz in Frage gestellt war, weil da waren ja 8 Ärzte da und jeder hat das Gleiche gesagt, Herr Unsinn, bereiten Sie sich vor, es gibt keine Rettung mehr für Ihren Sohn. Wenn man fragen darf, was hat Ihr Sohn gehabt? Ja, einen Bauchdeckenbruch. Das sind die ganzen Gedärme sind dann am Bett gelegen. Oh, okay. Das war ja bei der Entbindung. Ja. Ja, und da habe ich dann die Kapelle gebaut. Ja. Also ich habe halt das Versprechen eingelöst. Das war ja schon 1990, wo ich die gebaut habe. Und dann, wo die Kapelle eingeweiht war, habe ich gesehen, dass da ja immer Leute kommen. Und dann habe ich seit 1990, also 30 Jahre jetzt, jedes Jahr ein bisschen was gebaut. Ja, okay, ja. Das da drüben ist die Steinlandschaft, da verkörpere ich meinen Beruf ein bisschen. Ich bin ja Maler und Fliesenlegermeister, ich habe selber ein eigenes Geschäft. Ja. Und das ist die Steinlandschaft, wo ich baue. Also alles, was hier steht, das habe ich alles selber gebaut. Ja. Alles, was mit Beton, Mörtel, Steine, Naturstein zum Tor hat, ist alles von mir selber gebaut. Ja. Das Dach habe ich nicht auf dem Zimmer machen lassen, aber sonst ist alles in Eigenleistung gemacht worden. Alles noch mit der Hand, keine Mörtelmaschine, kein Strom, gar nichts. Okay, sauber, vor okay. 30 Jahren natürlich. Ja. Und so ist halt auch gegangen. Die Kapelle, dann die Pforte gebaut worden, dann der Altar, dann der Christuskörper. Da ist das eine Gartenstele oder eine Stele von der Crescentia, wo es als eingetöpfert ist, das Kreuz und das Amulett, was er dabei hat. Ja, das ist ein alter Wurzelstock, Olivenholzbaum, der schon 2000 Jahre alt ist. Dann die Schutzhütte, zuerst das eine Hütte, dann die zweite Hütte, weil das aber jetzt zu klein war. Da kommt das im Winter, jetzt dann am nächsten Wochenende wird schon eine Krippe aufgebaut, die hat 4,50 Meter diagonal. Und da bauen wir zu 6, sind wir da 2 Tage beschäftigt, Vollbeschäftigung. Das sind meine Arbeiten, was in Rumänien alles so macht, da wollte ich die Bilder raushängen. Wir haben in Rumänien ein ganzes Kinderheim gebaut. Oh, fleißig. Wo ist das in Rumänien? Rumänien, das ist in Țacoșeni, also genau die nächste größere Stadt heißt Caransebeș. Das Dorf heißt Țacoșeni. Und da sind wir in einem Kinderheim und haben dort ein ganz großes Kinderheim mit 55 Meter Länge gebaut und bezahlt natürlich. Alles, was wir bauen, bezahlen wir natürlich auch mit Spenden. Und da geht es weiter, das ist der heilige Florian. Den haben wir jetzt ganz neulich aufgestellt, der ist gar nicht lang dran. Also das ist das Neueste. Ja. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ja, der wiegt 6 Zentner, der Koloss da drin, Eichenholz. Okay. Und ja, ich bin ja selber 18 Jahre Feuerwehrkommandant gewesen, jetzt ist mein Sohn Kommandant. Aber der Ursprung ist gewesen, weil da die ganzen Feuerteufel aneinander waren und da hat einer dann gesagt, wenn die Teufel gefangen werden, dass man die endlich erwischt, dass ich keine Angst mehr habe, dass mein Stadel anzünden wird, dann schnitze ich euch so einen Florian. Und das habe ich gemacht mit der Kettensäge, das ist rausgeschnitten. Und das habe ich nachgebaut, das ist ein kleines Nachbaugebilde, in Ungarn habe ich eine Kirche gebaut, also wir sind ja 5 Mann und das ist das gleiche Gebäude in Ungarn, in Mohacs, das ist das halt 8 Meter durchgehend, 60 Personen, aber auch ein Rundbau, so wie da, eine runde schiefe Betondecke drauf. 2 Säulen, wo die Glocke dran hängt, das soll das alles wieder da. Ah ja, okay. Ja, das Pflaster ist auch so gemacht, ist am Abend beleuchtet. Und das hat der Künstler gemacht, das Glasfenster da, das ist das gleiche Fenster, im Mohacs sind die gleichen Fenster mit demselben Glas und derselbe Künstler, wo das macht und der hat das auch da reingebaut. Ja. Das sind die kleinen Geschichten. Ja, das ist
Das ist auch eine interessante Sache da. Das habt ihr erzählt, das ist die Steinlandschaft. Gell? Das ist mein Beruf, wo ich da so verkörpere. Ja. Aber dieser Stein da, der hat auch eine besondere Bedeutung. Das ist also, also es waren 6 Frauen einmal da an einem wunderschönen Samstagnachmittag, wo die Sonne schon gescheint hat und ich habe gerade Kerze raus da und da ist eine Person zu mir gekommen, ob ich da dazugehört. Ja, sage ich, ob ich da ein bisschen was erzählen kann. Ja. Das haben wir noch gemacht, haben wir so einen kleinen Rundgang gemacht. Eine halbe Stunde hat es gedauert, dann sind wir da vorne gewesen und dann sind die 6 Frauen wieder alle ihre Richtungen gefahren und jede ist wieder heimgefahren. Und unter anderem war da eine Frau dabei aus Stötten und die ist noch am Abend heimgekommen und sagt so zu ihrem Mann, du Mann, irgendwie geht es mir jetzt heute anders. Ich war da unten in dem Haus in der kleinen Kapelle und irgendwie geht es mir anders. Ja, hat er gesagt, das war's doch, das ist einmal minder und einmal besser und das Wetter spielt eine Rolle, ja, alles. Aber nach dem nächsten Morgen hat er doch keine rechte Ruhe können, dann fragt er sie wieder, Frau, wie geht's dir denn heute? Und dann hat sie, du, Mann, ich traue mir das gar nicht sagen heute, aber mir geht es halt so gut, ich habe fast keinen Schmerz mehr. Ja, du weißt schon, dass du in 14 Tagen wieder einen Operationstermin hast. Ja, das ist die Geschichte. Ja. Ja, das weiß ich auch alles. In Murnau, die habe ich 2-mal operiert. Ja. Ja. Und dann ist wieder eine Woche vergangen, und der ist es immer noch besser gegangen, und hat in Murnau den Operationstermin abgesagt. Ja. Und das war erst da 2018. Seitdem ist die nicht mehr operiert worden. Okay. Ja. Die haben daheim ein behindertengerechtes Haus gebaut, weil der Mann hat gesagt, meine Frau, die kann in ein paar Jahren mal nicht mehr gehen. Jetzt bauen wir ein Haus, jetzt bauen wir ein Haus mit Aufzug drinnen, damit das halt alles Hand und Fuß hat. Und da ist noch der Fels rausgekommen. Ja, okay. Die Frau wollte auch, dass der Fels da runterkommt. Ja, okay. Ja, schöner Findling. Ja, das ist ein Sandstein, wiegt 2 Tonnen. Und dann ist der Stroh da dran gestanden, ganz alleine und verlassen. Dann haben wir nicht so kann ich so ausstanden lassen. Der hat ja keine Wirkung. Und dann ist mir die Idee gekommen mit der Glocke da. Also ein Dach dazu und eine Glocke noch, die haben wir in Innsbruck gießen lassen. Ja. Und jetzt haben wir ein Dach und einen Stein. Und haben wir eine Glocke. Darum heißt das Ganze hier Dachsteinglocke. Ja. Ja, da können wir mal weiter. Das ist so, macht sie nicht schlecht an. Da braucht man nicht fest anziehen, die hat so einen tollen Klang. Ja, die wiegt 45 Kilo, das kleine Fleck, okay. Kilo, und kostet 3.000 €. Und hier noch der Spruch in Dankbarkeit. Das muss ich immer dazu haben. Das kann ich nicht vergessen. Ja, das ist der Platz der Verliebten dahinter. Da hinten Platz die Plastikkübel drauf, weil da ist Moos schon drin, weil wir bauen ja am Samstag schon die Krippe auf. Ja. Und dass das Moos halt ein bisschen unter Dach ist, darum haben wir es jetzt da reingestellt. Aber das ist der Platz der Verliebten. Da sitzen immer die Liebesperler dahinter. Ja. Das sind so ein bisschen abseits vom Schluss. Ja, genau. Ja. Der Kreuzer, hast du gesehen, der geht also da rüber, gell? Der geht da rauf. Ja, hast du gesehen, ja. Hast du gesehen, ja. Und Sie der Bauer da, oder? Ja, ja. Sie sind der Bauer, ha? Der Bauherr. Der Bauherr. Ja, genau. Ja, das geht jetzt so weiter. Da haben wir da ein kleines Gedenkmartel gebaut für eine Familie, so eine Holzschnitzerfamilie. Sind jetzt beide schon verstorben, es waren Flüchtlinge und haben eine große Familie gehabt. Und die haben mit dieser Arbeit, da haben die 6 oder 7 Kinder großgezogen. Und denen habe ich das zum Gedenken gebaut. Das waren so liebe Persönlichkeiten und das war ganz bei mir in der Nachbarschaft. Ja. Von wo sind die geflohen? Von Dienhausen. Geflohen. Ja. Das waren Sudetendeutsche. Okay. Ja. Ja, das ist also Kreuzweg da. Das ist ein Brunnen, der Steinbrunnen, das habe ich so betitelt. Ja. Das ist aus chinesischem Granit gebaut worden. Das Bauen war das kein großes Problem für mich, aber das Problem war der Stromumrichter von der Kapelle. Das ist alles Handarbeit, gell? Mit Hand aufgraben, da durchgraben. Und dann das war mehr Arbeit wie das ganze Bauen. Gell? Ja, das denke ich mir. Das ist so ein Graben erstmal zu buddeln. Ja. Hast du schon mal laufen lassen? Nee, habe ich nicht, nee. Soll ich einschalten? Ja. Brauchen wir nicht. Ja, nee, brauchen wir nicht. Okay. Wir können das nachher machen. Ja, klar. Und das ist ein Jurastein, den haben wir gekriegt von Vils raus. Der wiegt 3,5 Tonnen. Und ja, der hat da hier einen schönen Platz gekriegt und ziert das ganze Geschäft halt ein bisschen ein. Da habe ich auch das Ganze beschrieben von der Steinlandschaft. Da, was steht alles da. Und das ist der Bildstock. Da ist der ganze Werdegang drauf von der Crescentia, wann sie gelebt hat, wie lange sie im Kloster war, wie schnell dass sie Oberin geworden ist. Ist alles hier beschriftet. Die ist ja nicht alt geworden, die Crescentia.
Da haben wir noch einen schönen Fels gekriegt, der hat einmal gespendet und dann haben wir da einen schönen Spruch noch gemacht, dass die Leute nicht einfach vorbeispringen. Ja. Das hat das ganz neu gebaut da, das ist schon nicht alt, das sind die ganzen Fossilien, Gesteinsarten, Drusen sagt man da dazu, Drusen. Ja. Das ist eine Sandblume aus Kuba, Ui, okay. nur mit Sand und immer wieder aufgewühlt vom Wind. Ja. Und der ist dann zusammengefallen, der Sand, und über die Milliarden von Jahren ist das zu Stein geworden, eine Sandblume da. Okay, jetzt weiß ich endlich mal, wie die entstehen. Ja, genau. Ja, ja. Das ist ein Holzscheitel, schau. Das ist ein Holzscheit, zu Stein geworden. Das ist ein Holz. Holz, Okay, ja. ja. Milliarden, viele Milliarden Jahre Ja. alt. Ja. Ja, ja. Da tue ich das halt ein bisschen so beschriften, was ich halt alles so mache, Ja. was das Neueste ist. Da habe ich einen Brief gekriegt von einem Rumänen, der da unten als Kind gewesen ist, wo ich als Kind kennengelernt habe. Und Ja. jetzt ist er erwachsen zwischenzeitlich. Ja. Und der hat jetzt einen Brief geschrieben. Der ist nämlich ausgewandert und lebt jetzt in Leipzig und Ja. jetzt geht es ihm gut. Ja. Und er beschreibt das da, wie es ihm im Kinderheim in Rumänien gegangen ist. Das war keine schöne Zeit. Ja. Und wir, wo wir runtergekommen sind und unten immer gearbeitet haben, haben halt die Kinder ein bisschen mit aufgemuntert und mit hergenommen. Ja. Das ist die ganze Geschichte da. Das ist auch Olivenholz. Da sind die ganzen Sachen, wo die Leute da bringen halt. Ja. Ja, ja. Ja, und die Crescentia selber, die habe ich gesagt, die ist ja alles zur heiligen Crescentia geweiht. Ja. Ja. Und 1990 war da die Grundsteinlegung. Ja. Alles beleuchtet mit Solar. Ja. Am Abend kann man über die Lichter einschalten, da brennt alles. Der Christuskörper, Grotte, Kapelle, die Hütte, da hinten das kleine Marterl, das ist alles am Abend beleuchtet. Okay. Da müssen wir ja eigentlich noch mal Dunkelheit her. Ja, Ja. abends ist halt am schönsten, da kannst du alles einschalten. Ja. Ab 4:30 ist ja schon so weit dunkel, Ja. dass man, da dämmert es ja schon, dann kann man alles einschalten. Ja. Wie geht's? Ich glaube, es sieht ganz anders aus wie die letzten 2 Mal, wo wir da waren. Ja? Da waren keine Leute mit. Ja, unter der Woche. Unter der Woche. Da haben sie echt was Schönes gemacht. Ja, fällst du, oder? Gefällt mir, ja. Ja, schlecht, ja. Ja, das ist die Crescentia eben, gell, zu der, wo die Kapelle geweiht ist. Ja, das ist ja der Fels da. Das war eigentlich der, ja, wie sagt man, der Altar darstellen sollte, weil sie ein bisschen erhöht stehen sollte. Den habe ich in der Drehhütte geholt. Der wiegt da 15 Zentner. Ja. Den haben wir mit der Feuerwehr damals geholt und haben dahinter noch eben eingebaut. Ja. Und somit steht die Crescentia schön auf der Anhöhe, dass man es halt auch gut sieht. Und das ist also, wie gesagt, das Licht geht jetzt auch, das geht jetzt schon am Tag, aber das andere brennt halt erst abends um 4 Uhr, wenn es zum Dämmer anfängt, geht es erst an. Ja. Das war ja nicht. Weil wir ziemlich haushalten müssen mit dem Strom, ne? Wir haben ja alles mit Solar und mit Ja, ja, Batterien da muss drin. man sparen. Aber das geht das ganze Jahr, da fällt nichts. Wir haben jetzt dann, wenn wir die Krippe aufstellen, das Ja. brennt alles, da ist ein Christbaum dran mit 100 Kerzen, das geht alles mit dem Solar da. Ja. Das geht tadellos. Ja. Die Grotte hast du gesehen, oder? Ja, gehen wir mal hin. Die Grotte, ja, das ist auch interessant. Das ist ein Wasserrad, das habe ich alles mit Oh, Wasserrad? Ja, ja. Okay. Das können wir alles einschalten. Das, Ja. geht ja, das habe ich für Kinder gebaut. Also jetzt ist halt, Ja. im Sommer sind da Fröschler drin. Ja. Oh ja, tatsächlich. Die Wasserräder sind noch gar nicht aufgefallen. Ja. Ja, die sind sogar ein bisschen eingefroren. Läuft das Wasser, ja. Läuft, ja. Das Das ist eingefroren, ja. Ja, ja. Passt schon, kein Problem. Dann tut das alles nochmal. Ja, ja, das ist jetzt. Naja, ist, Ja, das ist aber passt schon. Aber du Kein weißt Problem. Ich weiß es. das ist im Sommer halt interessant. Ja, ja, klar. Fröschler drin sind und Molche, sogar Ja. eine Schlange war auch schon mal drin. Auch, okay. Ja, ja. Ja, mei. Das ist auch alles echt klar gewesen, das ganze Wasser. Gell? Ja. Das ist die Grotte da, das ist die Ja. Mariengrotte da. Das habe ich alles gebaut mit Tuffsteiner
überall zusammengesammelt, überall wo ich auf der Baustelle gesehen habe, das sind alte Tuffstangen, die habe ich gefragt. Ja. Ja, und somit habe ich es halt zusammengebracht. Dann haben wir da die Grotte aufgestellt mit vielen Helfern, wo wir da geholfen haben. Gell? Da habe ich schon freiwillige Helfer auch dabei, die wo mit da anpacken und mithelfen. Gell? Ja. Das ist die Himmelsrichtung, schau, das ist da. Okay. Da ist der Norden. Ah ja, okay. Nur nach der Sonne gemacht, da haben wir am Samstag in der Früh um 6 Uhr angefangen, da ist die Sonne aufgegangen da. Ja. Dann habe ich einen Stift reingehauen, da, Osten, Westen, Ja. Norden, Süden. Okay. Und das stimmt genau, ich habe es im Kompass kontrolliert, das stimmt Ja. ganz genau. Da hätte ich mich vom Gefühl her ganz schön vertan, wo der Westen ist. Also das ist ein kleines bisschen nach rechts, ein halber Tor nach rechts, laut Kompass. Ja. Aber es, Ah ja. nur nach der Sonne, gell? Ja. Nee. Das ist der Christuskörper, den haben wir, der hat ein Schreiner, also ein Freund von mir, hat den vorgefertigt, also grob. Ja. Und dann hat man in der Elbigen Alp von einer Künstlerfamilie, dann 3 Mann dran gearbeitet, Ja. hat man den noch fertig gemacht. Da. Okay. Und das da, das Grabkreuz ist jetzt ganz neu dran. Also wir haben von einer lieben Familie gekriegt aus Aufkirch, im kalten Tal drüber. Und das hat man frisch renoviert jetzt auch und neu lackiert wieder. Und das Herz-Jesu-Bild hat man von einem Künstler malen lassen. Und das haben wir jetzt da aufgestellt. Und gerade gestern war die Familie da und haben sie es wieder angeschaut. Ja. Kleiner Schriftzug dran, dann was, wenn man es aufgestellt hat Ja. und von wem es halt ist. Ja. Und das sind die Logeplätze. Wenn da Veranstaltungen sind, da sitzen leicht die Leute oben drüber, wo halt dann gerne, wenn da Veranstaltungen ist. Ja, was hat es noch für Veranstaltungen? Ja, ich mache ja viele Veranstaltungen. Halt heuer nicht. Ja, heute nie, ich meine im normalen Jahr. Ja, ich mache halt sonst mache ich Großveranstaltungen für meine Kinder in Rumänien. Ja. Das weiß man einnehmen, das geht dann auf Rumänien Ja. zu den Waisenhauskindern und zu den bedürftigen Ja. Leuten halt natürlich. Wir betreuen ja auch Straßenkinder und alte Leute, die wo nicht mal selbst gehen können. Die werden dann von der Caritas aus versorgt, wo wir bezahlen. Ja. Die kochen das Essen und dann fährt man das mit Essen auf Rädern zu den bedürftigen Leuten. Jo, gibt es hier Konzerte, Theater? Da erinnert, ja, da machen wir halt ganz große Konzerte. Wie gesagt, da sind die Pfähle noch drin, da brauche ich eine große Bühne auf. Da habe ich einen Männerchor dran gehabt mit 35 Mann. Okay. Und da oben habe ich Alphörner gehabt, 8 Mann. Die spielen da oben. Ja. Und da in der Wiese drin habe ich eine Blaskapelle mit 50 Mann gehabt. Sauber. Die haben alles ehrenamtlich Ja. gespielt, keinen Cent verlangt. Ja. Und das alles, was wir eingenommen haben, haben wir für bedürftige Leute hergenommen, die wir halt braucht haben. Die, wo wir irgendwie durch Krankheit irgendwie in der Klinik mussten und dass man das halt alles bezahlen konnte. Und das veranstalten wir noch da. Ja. Und da bringen, Okay. da bringen wir ziemlich viel Geld zusammen. Ja. Und das gebe ich immer für solche Objekte her. Aber heuer haben wir jetzt wirklich keine Organisation gemacht mit dem Corona. Ja. Aber sonst ist ja jedes Jahr was. Okay. Da muss ich mal hin. Und da sind viele Leute da. Ja. Viele Leute. Das ist hier ein schönes Fleckchen. Ja, ja. Die Leute stehen bis im Berg oben und da in Dreierreihe auf der Straße, da ist alles voll. Wenn ich Okay. Veranstaltung mache. Also Ja, ja. das ist, Wenn es wieder geht. ja, wenn es wieder geht. Ja. Da muss ich mal hin. Da muss man hin. Ja, wenn es eine Veranstaltung ist, da musst du kommen. Das ist Ja. interessant. Ja. Und der ist der Hauptbärig, oder? Der Das ist bärig, ja. Hallo, grüß dich. Hallo. Servus. Grüß dich. Und da ist die Grippe herinnen. Ja, die geht von dem Eck da. Die werden halt aufbauen, oder? Ja, ja, das ist nächsten Samstag. Freitag, Samstag, Sonntag. Von da bis an das Ende übergeht die. Okay. 4,50 Meter diagonal. Ja, die ist groß, ja. Da aufgebaut, mit Ja. Höhen, mit Wurzeln, mit Felsen, mit Zweig, Ja. bis darauf und da habe ich eine richtige Landschaft, eine richtige, also eine Krippenlandschaft Ja. mit aufgebaut. Ja. Okay. Dann, Das ist die Kirche, schau. oh, okay. Die Kirche, wo wir in Ungarn gebaut haben. Ja. Das da. Ja, noch nicht tun. Siehst du, die hat einen Charakter von dem, wo draußen Ja, steht. genau, ja. Auch rund, das Und? Plaster vorne raus. Und da das. Die Säulen Die praktisch, Säulen die da, Glocke da drauf. Ja, und da gehen 60 Leute rein. Oh, okay. Und Größer als 20 Kilometer Stege, 80 Personen. Die hat ja noch 8 Meter Durchmesser. Ja. Und das ist diese Fensterschau, Ja. wo ich da drin Genau, ist. ja. Genau das gleiche. So. Ja, Getränke gibt es auch. Ja. Alles da. Im Sommer halt, jetzt ist es ziemlich vorbei. Gell? Ja. Jetzt lassen wir es den Wochen noch drin haben, weil die Skrippe aufstellt und dann kommen die Getränke weg. Ja, die frieren einen geht's kaputt. Ja, ja. Okay.
Ja, ja. Dann sage ich mal, danke für die Führung. Ja, nichts zu danken. Gerne. Ja, so ist viel besser. Ja, na schlecht. Danke. Bitte, gerne.